Moin Moin aus Kroatien. Heute sind wir in Sveti Petar, das ist zwischen Biograd und Sukošan, nicht weit von Zadar entfernt. Wenn ihr seht, ihr habt von dem obersten Apartment und vom untersten Apartment habt ihr diesen Traumblick, 180 Grad Meerblick. Würdest du da nicht gerne wohnen wollen oder Urlaub machen wollen? Jetzt zeige ich euch einmal ein großes Objekt mit 3 Einheiten. Ihr habt oberstes Geschoss, mittlerstes und quasi Souterrain mit einem großen Abstellraum. Aber vorher zeige ich euch die ganze Geschichte einmal von außen, dann wisst ihr exakt, wo sich es befindet. Also es ist ein Katzensprung ins Meer. Hier vorne habt ihr einen Sprungturm, da könnt ihr morgens euch abkühlen. Und jetzt schaut euch das erstmal an. Was meinst du? Würdest du nicht gerne hier leben wollen? Dann lass mal ein Like da, ein Abo oder schreib ins Kommentar, du willst mehr Informationen zu diesem Objekt, weil du sowieso etwas kaufen willst hier. Jetzt komm mal mit, Idemar. Hier vorne haben wir den Balkon mit diesem Traumblick. Jetzt habe ich es 5-mal gesagt, der Hammer. Komm mal rein. Dann sind wir vom Balkon direkt im offenen Ess-, Koch-, Wohnbereich. Riesengroß meiner Meinung nach, Platz ohne Ende. Wie gesagt, alle Wohnungen sind komplett ausgestattet, alle Spülmaschine, Backofen, Kühlschrank, alles dabei. Klimaanlage. Dann, wenn wir den Flur entlang gehen, das ist der Eingang vom Apartment. Hier haben wir wenn man reinkommt, auf der rechten Seite, von wo aus wir gekommen sind, auf der linken Seite, ein wunderschönes Badezimmer. Alles richtig schön modern, ne? Richtig schön modern, genau. Zeitlos modern. Und dann, wenn wir vom Eingang rausgehen, auf der linken Seite haben wir zur rechten Seite. Jetzt ist es so aufgebaut mit 2 Doppelbetten, könnten Kinderzimmer, normales Schlafzimmer, so what, mit einem großen Schrank. Und auf der anderen Seite haben wir ein Doppelbett, exakt wieder mit einem Schrank. Alle Fenster haben Rollläden. Und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Kommt mal mit. Und hier vorne ist der Haupteingang, sowie die Parkplätze. Hinten sind auch noch Parkplätze, aber das zeige ich euch gleich nochmal direkt. Und hier kommt ihr quasi in die Hauptwohnung, würde ich jetzt sagen. Wenn ihr reinkommt, direkt auf der rechten Seite, ist wieder exakt ein bisschen anders, aber genauso schön. Modern wieder gestaltet, eingerichtet, mit einer schönen Walk-in-Dusche. So. Ist das so? Walk-in-Dusche? Ja, ich meine, doch. Schreibt mir in die Kommentare, heißt Walk-in. Das neue Moderne, weißt du? Die begehbare Dusche, ne? Stimmt, da gab es noch einen Kommentar, die begehbar. Wie kann man denn eine Dusche begehen? Ist ja so, meines Erachtens. Dann, wenn ihr reinkommt, zur Linken kommt direkt ein Schlafzimmer, sehr groß. Super große Einbauschränke. Bisschen überdimensioniert, würde ich fast sagen. Aber, wie sagt man, nice to have. Man hat viel Fläche, um etwas unterzubringen. Trotzdem noch sehr, sehr viel Platz für so große Schränke. Dann gehen wir wieder raus. Vorsicht, da war eine Tür. Hier ist jetzt noch ein zweites Schlafzimmer, da wollen wir jetzt nicht rein, dafür, weil ja viele private Dinge von der Eigentümerin sind. Man kann aber ungefähr rechnen von hier bis da zur Außenecke. Das ist ein Gästezimmer, Schlafzimmer. Kann man nachher umfunktionieren, wie man möchte, im Tourismus oder für sich selber. Dann haben wir hier einen großen Wohnbereich mit, ich sag mal, winterfähig durch einen Ofen sowie Klimaanlage, einen großen Kochbereich, ein bisschen anders gestaltet, als es oben ist. Oben ist die Küche da, hier ist sie hier, gedreht, wie auch immer. Und ihr seht vom Erdgeschoss wieder den phänomenalen Blick auf die Adria. Also ihr nehmt euer Handtuch, lauft hier die Treppe runter, springt einfach vorne rein. Nicht mal eine Minute. Nicht mal. Wir können es noch mal messen, aber ich sage nicht mal eine Minute.
Und jetzt gehen wir nach unten in den Keller, Schrägstrich, Souterrain-Wohnung. Und dann zeige ich euch noch wieder Außenfläche und das Fazit. Wenn ihr hier runterkommt, ist das hier quasi der Kellerbereich. Danke. Dann ist das hier der Abstellraum, meines Erachtens ein wichtiger Punkt in so einem Haus. Waschmaschine, alles, was ihr für den Tourismus braucht. Und wenn ihr hier reinkommt, runterkommt, da war der Abstellraum. Hier ist jetzt die Souterrain-Wohnung. Gleich im Eingangsbereich habt ihr die Küche, auch mit Spülmaschine. Zur Rechten gleich das Badezimmer, ich glaube in demselben Stil wie im Obergeschoss. Auch wieder sehr schön, nicht zu klein, nicht zu groß. Dann geht ihr den kleinen Flur entlang. Hinten ist in der kleinen Nische noch der der Kühlschrank versteckt. Zur Rechten haben wir dann noch das erste der 2 Schlafzimmer unten im Kellerbereich oder in der Souterrain-Wohnung. Rechts ist noch ein großer Schrank. Verzeiht uns ein bisschen, wir sind gerade in dem Wintermodus, deswegen sind noch relativ viele Außenmöbel oder wir starten in den Wintermodus, deswegen muss das alles geschützt werden vor den Stürmen. Dann haben wir hier vorne einen großen Sitzbereich, Wohnbereich und auch wieder, wenn ihr aufsteht, seht ihr auch wieder den Meerblick auf die andere Seite nach Paschman. Meines Erachtens der Hammer. Hier vorne einen kleinen Außenbereich und das Schlafzimmer Nummer 2. Auch sehr groß. Und jetzt zeige ich euch noch eben kurz den Außenbereich und dann das Fazit. Hier ist der kleine Außenbereich von der Souterrain-Wohnung. Und ihr seht, wenn man schon steht, Kopfhöhe, kannst du auch schon ab Souterrain-Keller, kannst du schon das Meer sehen. Hier unten wären jetzt Parkplatzmöglichkeiten, um 2 Fahrzeuge, wenn man gut parken kann, auch mehr Parkplatzmöglichkeiten zur Verfügung. Waren das nicht 4? Es sind insgesamt 4, aber es ist halt hier ein bisschen problematisch Genau. mit Parken. Also Mit ich sage, jemand, Grill. wie man parkt, würde ich sagen 2, vielleicht auch 3, wenn man hintereinander parkt. Ja. Je nachdem. Oder man parkt hier um die Ecke. Aber vorne vom Haus sind auch noch welche. Zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist auch noch Gartenfläche, oder? Hier ist noch ein bisschen Gartenfläche, genau. Ja. Und hier ist der Treppenbereich, wo es dann hier runter rechts ab direkt ins Meer geht. Also nicht weit meines Erachtens weg. Möglich wäre es, dass man hier auch noch ein Projekt für einen Pool einbringen könnte. Also falls ihr das Projekt erwerbt. Wir haben auch Kollegen, die sich darum kümmern können, von der Projektierung bis zur Ausführung, dass ihr auch hier einen Pool haben könnt, wenn ihr wollt. Jetzt zeige ich euch einmal nach vorne und dann gibt es das Fazit. Komm mal mit. Hier ist quasi der Eingang, wo man nach unten fahren kann zu den Parkplätzen. Hier vorne ist der Haupteingangsbereich, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und hier sind, insgesamt könnte man fast mit 5 Autos nachher parken, wenn man, je nachdem wie groß das Auto ist. So, und jetzt kommt zum Fazit. Muss das sein jetzt? Und jetzt zum Fazit. Ich finde 3 Apartments super gut ausgeführt für den Tourismus. Sowas funktioniert immer. Oder wenn du hier leben willst, beides passt. Zur Location, ihr seid hier, wenn du schnell bist, 12 Minuten. Wenn du gemütlich fährst, 20 Minuten zum Flughafen. So in dem Bereich, also auch wieder gut für den Tourismus, nicht weit weg. Von Sadr bist du ungefähr 20 Minuten entfernt. Alles nicht weit weg. Das Grundstück hat 448 Quadratmeter. Wie gesagt, mit der Idee mit dem Pool. Wenn man das so sieht, oben mit den Parkplätzen, kannst du 4 Autos, 3 auf jeden Fall easy, 4 Autos hinstellen. Kannst hier unten einen Pool und kannst trotzdem neben dem Pool mit dem Auto auch noch parken. Wäre alles möglich. Es ist in 3 Apartments unterteilt. 55 Quadratmeter hat das kleine, plus den Abstellraum. 75 und nochmal 75. Also hast du 2 große und eine kleine Wohnung. Und jetzt, wenn dich dieses Projekt interessiert hat oder dieses Objekt, du das gerne erwerben möchtest, sagst aber, pass auf, das im Exposé drin steht an Geld, das kann ich mir nicht ganz leisten, melde dich trotzdem. Wir können da auch so ein Finanzierungspaket für dich schüren. Melde dich sehr gerne. Guck unten in die Videobeschreibung. Erster Link ist das Exposé und auch da findest du den Preis. Falls du erstmal die Beschreibung lesen willst, unten ist alles weitere, meine Kontaktdaten, allen drum und dran. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Besichtigung. Ciao.